Hallo, meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Tagebuch eines Krieges. Ja, im Tagebuch eines Krieges geht es darum, dass ich entweder besondere Runden gespielt habe, etwas Besonderes passiert ist oder sonstigen Kram. Darunter können Siege oder Niederlagen sein, wo ich auf jeden Fall was zu erzählen zu habe. Tatsächlich ist das die erste Folge von zwei, die ich jetzt gerade aufnehme. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, ein paar Tage später, kommt nochmal eine andere Folge raus. Also seid mal gespannt. Also wenn ihr noch nicht die Glocke aktiviert habt, wäre das, glaube ich, jetzt ein guter Moment, das zu erfahren, wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat. Ich musste gerade aus dem Fenster gucken, auf dem Buchpost vorbei. Gut. Oh, wir haben gesiegt. Und zwar mit Kanto. Kanto ist eine Nation, und zwar aus dem Spielmodus Asien. Was? Wie hieß das nochmal? Moment. Ich habe nachgeguckt. Pacific Theater. Pacific Theater ist zum Beispiel jetzt nur, wenn man so die Map mal anguckt, hier dieser asiatische Raum. Japan, Philippinen, Papua-Neuguinea und hier Südchina, Zentralchina und dann jede einzelnen Regionen, die es da sonst noch gibt. Nord- und Südkorea natürlich. Myanmar, Thailand, all so ein Kram. Das ist quasi sowas wie eine Flashpoint-Map, nur halt als andere Karte mal, und tatsächlich habe ich die jetzt zum ersten Mal gespielt. Mit Kanto bin ich nämlich hier diese Ecke hier, und zwar ist das Nordjapan gewesen. Ich meine, meine Landesgrenze war hier. Ja, und dann habe ich gegen, wie hießen die? Muss ich mal gucken. Kansai gehörte das. Auf jeden Fall auf dieser Map waren 30 Leute unterwegs. Ich habe erstmal alleine angefangen, dann bin ich der Allianz beigetreten. Hier jetzt Malaysia bin ich dann beigetreten erst. Der war erst verbündet noch mit Myanmar und so. Und es hat sich nachher so entwickelt, dass ja, die Allianz hat sich nicht kommuniziert. Also ich bin erstmal hier, dann Südkorea, dann bin ich Zentralchina rein, also East-China, dann Zentralchina und dann South-China. Und dann habe ich Myanmar Krieg erklärt, weil die dann nicht mehr in der Ali waren. Und zum Schluss halt in Malaysia den Krieg erklärt. Aber ich habe erst geholfen, Myanmar zu besiegen, weil Myanmar und Malaysia waren nämlich im Krieg. Und so wie ich es jetzt sehe, irgendein Spieler war noch aktiv. Ein aktiver Spieler, und zwar hier Nordkorea. Ich hatte hier vorsichtshalber schon ein paar Truppen stehen gehabt. Wäre da einmarschiert, ich hätte die Truppen wahrscheinlich aufgehalten. Ja, klar, aber vorsichtig kann man immer noch sein. Ja, war auf jeden Fall eine interessante Runde, die wir hier gespielt haben. Truppen von Vietnam? Wo ist denn Vietnam? Vietnam war doch hier. So, eigentlich hier irgendwo, oder? Ah, da. Waren wir verbündet. Auf jeden Fall ist es hier sehr konzentriert mit den Städten. Auf dieser Map fand ich das sehr interessant, da quasi diese Inselstaaten noch drumherum waren quasi, wie so eine eigene Welt quasi, wo es natürlich schwieriger ist, das alles zu erobern. Und natürlich diese fetten, massiven Landbrocken, wie zum Beispiel hier, dass da massiv viele Städte auf einen Fleck sind. Genauso wie hier massig Städte auf einen Fleck. Und dann hier hinten im Hinterland auch massig Städte auf einen Fleck. Und zwar auf einem Riesengebiet. Das ist dann sehr interessant für die Leute, die mit Landtruppen spielen. Auf jeden Fall, dieser Spielmodus hat mir sehr gefallen. Und wie ihr das jetzt kennt, wir wechseln jetzt zur Geschichte der Map. Diese Runde hat nämlich 34 Tage gedauert. Also 34 Tage gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Am Tag 1 sah die Map nämlich so aus. Ich bin hier gestartet, hier war ich Kanto. Ich finde Kanto immer so geil, so als Namen, wo ich das gelesen habe, hat mich das immer so ein bisschen an Pokémon erinnert. Die erste Region von der ersten Pokémon-Edition hieß ja Kanto, oder von der Serie auch die erste Region, wo halt Ash Ketchum quasi losgezogen ist, hieß ja auch Kanto. Deswegen fand ich das ganz cool, dass ich hier Kanto wählen konnte. Und man sieht auch ganz genau, dass hier andere Nationen drum und dran gut aufgestellt waren. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welche Nationen davon
jetzt die stärkere ist, wenn man jetzt von Anfang an wählen würde. Denn es hat sich nämlich so entwickelt, dass ich wirklich hier den Krieg angefangen habe, so wie wir es jetzt haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich die Weltkarte so ein bisschen verändert. Und da sehen wir ja schon direkt, dass ich im Süden Japan Krieg habe und da einfalle. Und die Map verändert sich schon. Okay, Nordkorea hatte da gut Krieg, wie es aussieht. Die waren dann gut beschäftigt. Vietnam hat sich auch ausgebreitet und Myanmar, ja. Die haben damit... Also Aktivität bis Tag 10 ist natürlich schon richtig geil. Ich bin hier dann nämlich schon in Südkorea gewesen. Aber hier die Entwicklung, das ist auch nice. Myanmar, Malaysia breitet sich ja auch gut aus. Papua-Neuguinea gehörte auch noch zu der Zeit zur Allianz. Und das war auch ungefähr der Zeitraum, wo ich dann quasi mit denen verbündet war. Das heißt, ich war hier einmal das Land und hier alles war verbündet mit denen hier. Da waren wir schon ein Top-Spieler. So, Myanmar war auch ein Top-Spieler dabei und ich war immer dahinter. Das darf man nie vergessen. Da bin ich hier angefangen, China einzufallen. Und dann hier oben ging Myanmar langsam Richtung Norden. Und Malaysia hat sich hier, nämlich Philippinen, noch eingehamstert. Und dann gehe ich auch nach Zentralchina. So, und da sind schon wichtige Grenzen gebildet. Und da habe ich nämlich dann noch Myanmar schon überholt mit den Punkten. Minimal zwar an Tag 17, aber es war ja noch ein ganzes Land dazwischen. Die hatten mir aber auch den Krieg erklärt. Das heißt, ich bin darüber marschiert. Erstmal alles so entspannt eingenommen, so schön Tag für Tag. Und so sah die Map schon nach Tag 24 aus. Mir gehörte schon quasi der ganze Bereich. Dann gab es noch hier die große Nation von Myanmar und Malaysia hier die große Nation. Das heißt, 3 große Spieler waren noch da. Nordkorea war hier mal ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier immer so 2, 3 Truppen gehabt und vielleicht auch 2, 3 Schiffe, die hier dann so ein bisschen aufgepasst haben, dass da nichts passiert. Und wenn da was passiert, dass es dann nicht zu leicht haben. So, dann hat sich in Nordkorea ja nichts mehr verändert. Da habe ich den Krieg mit Malaysia angefangen. Da habe ich den Krieg mit Myanmar angefangen, weil Malaysia und Myanmar Krieg führten. Das sieht man hier unten an den Zipfeln. Ich habe dann einfach von der Seite reingerusht. Ich habe ja hauptsächlich Artis genutzt, das werde ich gleich auch zeigen, meine Stacks. Und bin dann einfach hier reinmarschiert. Dann war nämlich die Koalition hier verloren, mittlerweile. Tag 34. Sagen wir mal so, die Koalition, die ging schon an Tag 30 verloren. Da weiß nicht, ob er jetzt inaktiv wurde. Ich denke schon, dann habe ich da den Krieg erklärt und dann da schnell die Punkte zu kriegen, um halt den Sieg zu machen. Auf dieser Map ist es besonders, man braucht 1200 Punkte, also Siegpunkte, um zu gewinnen, und ich habe 1205 Siegpunkte gemacht. Also ist das doch gar nicht mal so schlecht. Also ich würde sagen, diese Runde ist eine schöne Abwechslung, wenn man mal was anderes spielen würde, außer Flashpoint, um Ressourcen zu farmen. Ist das auch immer eine schöne Abwechslung, wenn man mal die Schnauze voll hat. Ein Flashpoint-Server, aber trotzdem nicht auf dem WW3-Server möchte. Ist Pacific Theater eine gute Variante. Ich weiß nicht, ob das ein Event war oder sonst was. Ob es noch gibt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber meistens sind es so Karten, wo 30 Spieler maximal draufgehen. Kleinere Maps, die sich dann auch mal so entspannt spielen lassen. Nein, ich setze kein Gold ein, falls das mal einer fragt. Gucken wir uns jetzt mal meine Armee an. Ja, so wie ich schon gesagt habe, ich habe auch viele Artis genutzt. Und zwar habe ich die Lafetten benutzt. Ich habe keine andere Artis benutzt, nur die. Und als Sekundäreinheit habe ich Schützenpanzer und motorisierte Infanteristen genommen. Das heißt, die 3 Einheiten grundsätzlich zusammen. So ab Tag 10 hatte ich, glaube ich, auch ein paar Fregatten. So viele habe ich davon nicht gebaut. Da habe ich nochmal 5. Da habe ich nochmal 3. Und wo habe ich noch welche? Da habe ich nochmal eine. Dann habe ich hier da nochmal 2 und da auch nochmal 5 insgesamt. Habe ich so nebenbei ein paar gebaut. Aber hauptsächlich habe ich halt die Lafetten gebaut, Standard-Infanteristen und halt Schützenpanzer diesmal. Weil ich hatte mal Lust auf Schützenpanzer. Ich hätte eigentlich auch Amphibienfahrzeuge nehmen können, hätte sich angeboten als eine japanische Nation. Aber ich habe hauptsächlich Lafetten genutzt. Und die sind ja auch gar nicht so schlecht im Angriff. Mit 6,5 Angriffswert gegen Infanteristen und 4 gegen Panzer. Kann man die schon gut nutzen, wenn man damit quasi ein bisschen kämpfen möchte. Und relativ günstig sind sie dafür auch noch. Und
Die Reichweite, wenn man die gelevelt hat, ist ja auch vollkommen okay. Natürlich, die ganz großen Arti-Geschütze sind natürlich schon mal ein bisschen besser. Aber ich nutze halt die Artis im Moment gerne, da ich den Vorteil des Premium-Accounts nutze. Und zwar mit dem Premium-Account hat man nicht mit Warteschlangen, sondern kann man hier nämlich auch noch die Angriffsposition einstellen. Zum Beispiel Feuer einstellen, dass die gar nicht schießen. Feuer erwidern, dann schießen die nur, wenn sie beschossen werden. Standard sind sie generell auch ohne Premium eingestellt. Kannst du den Wert nur verändern, wenn man Premium hat, oder auf aggressiv. Greift automatisch Gegner in Reichweite an. Verschiebt alle anderen Aufgaben, bis der Kampf beendet ist. Das heißt, wenn sie laufen und die sehen einen Gegner. Deswegen ist der Schützenpanzer eigentlich eine schlechte Wahl gewesen. Hätte lieber einen Aufklärer nehmen müssen oder ein Radar. Werden die direkt stehen geblieben und schießen drauf. Klar hat das jetzt auch so funktioniert, da die Sichtweite von den Einheiten schon groß genug war, damit sie auch schon ein bisschen was sehen. Aber effektiv waren sie halt nur in dieser Reichweite. Außer man hat halt Befehl gegeben, man greift da an oder man kreist mit dem Flugzeug drüber. Flugzeuge habe ich nämlich gar nicht gebaut. Ich habe zwar eins, das fliegt irgendwo rum und liegt irgendwo, hier liegt es. Das ist immer noch mein Standardflugzeug. Damit habe ich zum Beispiel anfangs für die Artis zum Beispiel hier solche Städte aufgedeckt, damit sie für ihre maximale Reichweite halt nutzen können. Dafür kann man den Flugzeuge auch nutzen. Wenn man dafür kleine Flugzeuge nutzen möchte, nutzt man halt die Drohnen. Wegen die Drohnen werden nicht so schnell abgeschossen und die Drohnen haben ja eine besondere Fähigkeit, die können Feindesgebiet sein, ohne dass Krieg ausgelöst wird. Die wären auch eine gute Alternative, zum Beispiel zur AD-Unterstützung. Quasi müsste man die nur vorschicken, aber einen drum dran. Im Großen und Ganzen war die Runde eigentlich ganz interessant. Warum ich das noch mein Tagebuch des Krieges genommen habe, habe ich ja schon erwähnt. Weil das für mich eine besondere Karte war, die ich sonst nie gespielt habe, war jetzt das erste Mal. Und ich wollte euch gerne darüber berichten, wie ich das so ein bisschen gespielt habe. Und wie ich dann hier auch in Ruhe und friedlich gewinnen konnte. Mein nächster Schritt wäre gewesen, also hätte ich jetzt weitergespielt, wären die Punkte nicht gewesen. Hätte ich hier erstmal alles eingenommen, die ganze Ecke hier. Parallel hätte ich alle Einheiten, die jetzt neu produziert worden wären, hier in Südkorea stationiert und hätte dann einen Krieg gegen Korea angefangen. Hätte dann die Ecke gleich eingeheimst und dann wäre ich dann nur noch quasi rübergerannt über die ganzen restlichen Provinzen, die hier alle sind, hätte das dann besiegt. Und wenn euch das ganze Format gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wegen das unterstützt meinen Kanal. Das ist auch natürlich kostenlos, genauso wie ein Abo, falls es noch nicht gegeben habt, denn über 20%. Nur 20% meiner Zuschauer haben nur abonniert, über 80% haben nicht abonniert und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt zu diesen glücklichen 20% gehört, die jetzt meine Abonnenten sind und natürlich auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Denn nicht vergessen, in ein paar Tagen kommt nochmal ein Tagebuch des Krieges, das nehme ich nämlich jetzt direkt in Folge auf. Bis dann, sage ich ciao, euer Schack.